Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem die ersten Ritter für den Schwertbrüderorden fertig sind, richtet sich der Blick heute auf die Christianisierung der östlichen Ostseeküste, zu deren Unterstützung der Orden ja gegründet worden war. Diese nordischen oder auch baltischen Kreuzzüge genannten Kriegszüge waren in erster Linie gegen die, wie man so schön sagt, heidnischen Völker im Ostseeraum gerichtet. Die bekanntesten Feldzüge dabei waren der Livländische Kreuzzug und die Preußenfahrten des Deutschen Ordens. Passend zum Schwertbrüderorden, der nach der Schlacht von Schaulen 1236 als Livländischer Orden im Deutschen Orden aufging, richtet sich heute das Augenmerk auf den Livländischen Kreuzzug. Der Livländische Kreuzzug bestand aus einer ganzen Reihe von Missionierungsfeldzügen ins mittelalterliche Livland, das sind das heutige Lettland und Estland. Die zwei größten Teilnehmer waren dabei das Heilige Römische Reich und das Königreich Dänemark. Wie ja schon erwähnt, hatte bereits 1184 Meinhard von Segeberg mit seiner friedlichen Mission begonnen, die dann später unter seinem Nachfolger Berthold in ganz andere Bahnen geleitet wurde. Aber bereits bevor Berthold als Reaktion auf das Mordkomplott von 1198 ein Heer nach Livland führte, hatte 1193 Papst Celestin III. Nach einem Kreuzzug nach Nordeuropa verlangt. Zu diesem Zeitpunkt lebten dort die letzten Heiden Europas. Wie ja aus dem letzten Video bekannt, gehörte Berthold zu den Verlusten seines Kreuzzuges nach Livland. Und so rief Papst Innozenz III. Zu einem Kreuzzug gegen Livland auf, um Bertholds Tod zu rächen. Was folgten, waren 1199 die Gründung des Rigaer Bistums durch Bischof Albert von Buxtehude und die Gründung des Schwertbrüderordens 1202. Aufgabe des Schwertbrüderordens war dabei nicht nur die Christianisierung der letzten Heiden Europas, sondern auch die Sicherung der deutschen Handelswege und der Kontrolle über den Handel. Wie so oft ging es also auch ums Geld. Bis 1208 waren die wichtigsten Handelsplätze Holme, das heutige Salaspils, Kokenhusen, Kognese und Selburg durch Bischof Alberts Feldzüge erobert worden. Im selben Jahr schlossen die lettgallischen Fürsten von Talava, Satekele und Autine, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, eine Allianz mit dem Schwertbrüderorden. 1209 eroberten der Bischof und der Orden die Hauptstadt des lettgallischen Fürstentums Jersika und nahmen die Frau Fürst Visvaldis als Geisel gefangen, der gezwungen wurde, sein Fürstentum aufzugeben, nur um einen kleinen Teil seines früheren Fürstentums als Lehen zurückzuerhalten. Das Fürstentum Talava wurde erst ein Vasallenstaat des Erzbistums und dann 1224 endgültig zwischen Orden und Erzbistum aufgeteilt. Ab 1208 war die Position der Kreuzfahrer so weit gefestigt, dass mit Unternehmungen gegen die Esten begonnen werden konnte. Mit Hilfe der konvertierten Liven und Lettgallen griffen die Kreuzfahrer das südliche Estland an. Die Stämme Estlands wehrten sich natürlich und griffen die Gebiete Rigas und des Ordens an. Von 1208 bis 1227 verwüsteten beide Seiten Livland, Lettgallen und andere estnische Gebiete. Für 1213 bis 1215 vereinbarten beide Seiten einen Waffenstillstand. Dieser wurde allerdings sehr zum Vorteil der Kreuzfahrer geschlossen, die ihre Position weiter verstärken konnten, während es den Esten nicht gelang, ihre lockeren Allianzen in einen zentralisierten Staat umzuformen. Auch Schweden und Dänemark versuchten ihre Besitzungen auf die Ostküste der Ostsee auszudehnen. 1218 bat Bischof Albert von Riga König Waldemar II. Von Dänemark um Hilfe, dieser ging aber lieber ein Bündnis mit dem Schwertbrüderorden ein. Nach der siegreichen Schlacht von Lindernisse, in der die dänische Flagge der Danebrog vom Himmel gefallen sein soll, ließ Waldemar das Tallinner Schloss errichten. Auch König Johann I. von Schweden versuchte in Livland Fuß zu fassen, aber seine Truppen wurden in der Schlacht von Lihula 1220 geschlagen und so fiel der gesamte Norden Estlands unter dänische Kontrolle. 1223 kam es zu Aufstand der Bevölkerung und alle christlichen Stützpunkte bis auf Tallinn wurden von den Esten erobert. Bei ihrem Eroberungsfeldzug töteten die Esten die Verteidiger der christlichen Stützpunkte, was aussagekräftig darüber sein dürfte, wie die Mittel der Christianisierung ausgesehen haben dürften. Allerdings waren bereits 1224 alle wichtigen Festungen zurückerobert, bis auf Tabata, das heutige Tartu. Die estnische Garnison wurde hier von 200 Rus unter einem gewissen Viachko von Kognese unterstützt, dem die Republik Novgorod die Festung und das umgebende Land versprochen hatte, wenn er es denn selbst erobern könnte. Im August 1224 wurde die Festung durch die Christen erobert und auch hier wurden alle Verteidiger erschlagen. Das letzte estnische Fürstentum, das sich den Kreuzfahrern widersetzte, war Saaremaa, womit die Insel Ösel gemeint ist, die größte Insel des heutigen Estlands. Die Flotte des Fürstentums hatte während des Kampfes gegen die deutschen Kreuzfahrer die Küsten Schwedens und Dänemarks geplündert. Ein erster Versuch des dänischen Königs Waldemars II. Und Bischof Andreas von Lund, einen Stützpunkt auf Ösel zu errichten, schlug fehl. In 1216 verbündeten sich die Schwertbrüder mit Bischof Theoderich von Estland und griffen Saaremaa über die zugefrorene Ostsee an,
was im folgenden Frühling Vergeltungsangriffe auf die von den Deutschen kontrollierten Gebiete zur Folge hatte. König Johann I. von Schweden und Bischof Karl von Linköping versuchten, wie schon erwähnt, 1220 in Estland Fuß zu fassen, und es gelang ihnen sogar, die Stadt Lihula im westlichen Estland zu erobern. Allerdings war diese Eroberung nicht von langer Dauer, da noch im selben Jahr die Stadt von den Esten zurückerobert wurde und die gesamte Garnison inklusive Bischof Karls getötet wurde. 1222 waren es dann wieder die Dänen, die versuchten, Ösel zu erobern, und König Waldemar ließ eine starke Garnison in einer aus Stein gebauten Festung zurück. Nach 5-tägiger Belagerung kapitulierte die Besatzung und zog sich nach Tallinn zurück. 1227 verbündeten sich die Schwertbrüder, die Stadt Riga und der Bischof von Riga, und gemeinsam griffen sie Saaremaa an, dessen Bevölkerung formell den christlichen Glauben annahm. Nach der Niederlage der Schwertbrüder in der Schlacht von Schaulen 1236 kam es zum Aufstand auf Ösel, und erst 1241 nahmen die Esten wieder das Christentum an. Allerdings entsagten die Öseler 1261 wieder dem Christentum und töteten alle Deutschen auf der Insel. Ein Friedensvertrag wurde erst geschlossen, nachdem die vereinigten Heere des Livländischen Ordens, des Bischofs von Ösel Wiig und des dänischen Herzogtums Estland die Insel eroberten. Der Livländische Orden errichtete eine Burg auf der Insel und bis 1243 herrschte Frieden. In diesem Jahr erhoben sich die Esten erneut, ertränkten alle Priester und erschlugen erneut alle Deutschen. Im Anschluss belagerten sie die Festung des Ordens, deren Garnison sich ergab und dann ebenfalls getötet wurde. Im Februar 1244 führte der Ordensmeister des Livländischen Ordens, Burkhard von Dreileben, einen Feldzug zur Rückeroberung der Insel. 1245 wurde dann endgültig Frieden geschlossen. In den Jahren 1242 bis 1267 wandten sich die Kreuzzüge den Kuren und Semgallen zu, die südlich und westlich der Düna lebten. Bereits 1210 und 1228 hatten die Kuren versucht, Riga zu erobern, waren aber gescheitert. Seit dem Jahr 1227 waren die Kuren regelrecht umzingelt. Von Süden und Osten bedrohten sie die Litauer, von westlich des Meeres kamen die Dänen und Schweden und von Norden griffen die Schwertbrüder ihr Territorium an. In dieser Situation und zusätzlich durch Hungersnot geschwächt, zogen es die Kuren vor, das Christentum anzunehmen und entgingen so weiteren Angriffen der Schweden und Dänen. Wirklichen Frieden gab es in Kurland aber nicht, da der Widerstand gegen das Christentum erhalten blieb. 1260 waren die Kuren in der Schlacht von Durbe gezwungen, auf Seiten des Livländischen Ordens zu kämpfen. Gleich zu Beginn der Schlacht wandten sich die Kuren von ihren Verbündeten ab, was die Esten und andere Stämme ebenfalls dazu veranlasste, sich zurückzuziehen. Die Folge der Niederlage des Ordens war, dass Aufstände in Preußen und Kurland ausbrachen. Erst 1266 war der Widerstand der Kuren endgültig gebrochen und ihr Land wurde zwischen dem Orden und dem Bischof von Riga aufgeteilt. Die längste Auseinandersetzung fand aber zwischen den Kreuzfahrern und den Semgallen statt. Diese endete erst im Jahr 1290. Die Semgallen hatten schon vor 1203 ein Bündnis mit Bischof Albert von Riga geschlossen und dabei geholfen, die Angriffe der Litauer zurückzuschlagen. Dieses Bündnis wurde 1219 gelöst, nachdem der Orden in Semgallen eingefallen war. Herzog Wistar verbündete sich prompt mit den Litauern und Kuren und 1228 griffen die Verbündeten das Kloster Dünamünde an, den wichtigsten Stützpunkt des Schwertbrüderordens an der Mündung der Düna. Die Schwertbrüder antworteten darauf, indem sie Semgallen angriffen und das Land plünderten. 1236 kam es zur Schlacht von Schaulen und die Semgallen revanchierten sich ihrerseits an den Schwertbrüdern, indem sie die sich nach Riga zurückziehenden Überlebenden der Schlacht angriffen. 1270 griff der litauische Fürst Traidens mit Hilfe der Semgallen Livland und Saaremaa an. In der Schlacht von Karuse auf dem zugefrorenen Golf von Riga wurde der Livländische Orden besiegt. 1287 plünderten die Semgallen die Gegend um Yggdrasil. Auf ihrem Rückzug wurden sie von einer Streitmacht des Ordens am Fluss Garosa gestellt und es kam zur Schlacht, die mit einer Niederlage des Ordens endete. Dies war dann auch der letzte Sieg der Semgallen gegen die Kreuzritter. Während der 80er Jahre des 13. Jahrhunderts startete der Orden eine große Kampagne gegen die Semgallen, die zu einer sehr großen Hungersnot führte. Trotzdem leisteten die Semgallen bis 1290 Widerstand. Sie verließen ihr Siedlungsgebiet dann nach Süden, um dort wieder gegen die deutschen Kolonisten zu kämpfen. Die nicht eroberten südlichen semgallischen und kurischen Länder wurden später unter der Herrschaft des Großfürstentums Litauen vereinigt. Diesmal war es wieder ein langer Weg vom Beginn des 13. Jahrhunderts bis fast an dessen Ende, aber die Modelle sind fertig und die Saga-Armee wieder ein kleines bisschen größer geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.